Sie ist ja nicht die, sagen wir mal, die beliebteste von Mahler. Was mir erstmal sympathisch ist, ja, weil die Schlachtrösser, 5., 6. und so, die wird sowieso immer gespielt. Aber ich mag die 7. einfach besonders, weil sie sehr vielseitig ist und weil sie sozusagen aus einem ganz schweren, mühseligen Anfang zu diesem strahlenden Schluss führt. Ja. Und das ist einfach eine... Jede Symphonie ist ja auch eine Erzählung, ist wie so ein Roman. Ja. Und das finde ich einfach faszinierend. Und das versuche ich einfach hinzukriegen, ja. Das nachzuerzählen. Da geht es mir vor allem besonders beim Mahler immer darum, dass die dynamischen Verhältnisse wirklich gut geklärt sind. Weil Mahler hat ja anders als viele seiner Zeitgenossen nicht so eine einheitliche Dynamik fürs Orchester geschrieben, sondern oft spielt die eine Gruppe meinetwegen die Fagotte forte und die Klarinetten, die daneben sitzen, haben Pianissimo. Und plötzlich spielen die zweiten Geigen laut und die ersten nicht. Und diese Schattierung, dass so einzelne Gruppen herausstechen, ja, dadurch entstehen besondere Räume und der Klang braucht einfach eine große Tiefe. Also es ist wie wenn Sie ein Bild aufnehmen, also Hintergrund, Vordergrund, das wechselt ständig. Also welche Instrumente im Vordergrund sind und welche im Hintergrund sind. Das erfordert ein großes Engagement jeder einzelnen Gruppe. Und das, was ein Orchester normalerweise macht, nämlich instinktiv sich anzupassen, dem Gesamtklang, das ist hier gerade nicht gefragt. Die gehen halt richtig gegeneinander, ja. Und man muss sich auch ein bisschen vordrängeln und dann wieder zurückhalten. Und so. Das finde ich schon sehr interessant. Ich finde ja, beide Nachtmusiken in der Symphonie gehören zum Schönsten, was Mahler überhaupt komponiert hat. Sie sind in einer gewissen Weise auch entspannt, bis auf wenige Momente, weil ja in der Nacht kommen mir auch manchmal böse Träume. Und die zweite Nachtmusik ist ja sogar ein Andante amoroso, also da geht es um eine Verliebtheit, ja, irgendeiner Form. Und da hört man immer so das Horn und die Geige sich gegenseitig fragend und beantwortend. Also das ist schon besonders feine Musik, muss ich sagen. Man könnte auch sagen, dass die Musik natürlich sich besonders für die Nacht interessiert, ja, weil sie so eine sehr assoziative Kunst ist, die nicht unbedingt so die Klarheit des Tages braucht, sondern eben auch das andere, das Unheimliche, das Abgründige. Sehr große Unruhe bei dem Scherzo. Das ist wirklich sehr, sehr bewegt. Ja. Die Nacht ist halt nicht immer nur ruhig, sondern es kommen halt auch viele, kennen wir ja alle, kommen ja so Gedanken hoch, die man so am Tage nicht unbedingt hat. Also das ist schon sehr deutlich wiedergegeben, finde ich. So eine Partitur ist voller Details, gerade beim Mahler, weil er alles schreibt. Und manchmal fällt es einem schwer, sozusagen wieder den Abstand zu gewinnen, um das Stück überhaupt zu sehen. Ja? Also mit ein bisschen Distanz. Während der Proben muss man aber auf die Details hören, weil sonst nimmt man sie ja nicht wahr. Ich sage immer, man muss immer wissen, wo man ist. Ich bringe immer das Beispiel, wenn Sie im Fernsehen einen Film sehen, also reinseppen in einen Film, und das ist ein guter Film, können Sie ziemlich sicher sagen, ob Sie jetzt im ersten Drittel sind oder in der Mitte oder im letzten Drittel, aber bald zu Ende. Irgendwie spürt man das, oder? Und als Dirigent muss ich wissen, während ich die Symphonie dirigiere, ich muss wissen, wo ich bin in dem Stück. Und dann kommt ja der letzte Satz, der 5., den ich aber besonders mag, ja, weil er sowas Spielerisches hat und sowas Helles und sowas Virtuoses und auch so von den Harmonien her ganz klar ist. Und so. Also er versucht irgendwie sich herauszuarbeiten aus
aus einer nicht angenehmen Stimmung und über diese Nachtmusiken hinweg kommt er zu diesem letzten Satz, der einfach sowas von hell und freudig ist und eigentlich mit Nacht gar nichts mehr zu tun hat, sondern nur mit strahlendem Sonnenlicht. Es gibt kaum, nicht mal beim Mahler, kaum ein Stück, was so vielseitig ist wie die 7. Sinfonie. Und wo auch das Orchester in immer wieder verschiedener Form behandelt wird und erscheint. Ja? Also das finde ich schon ganz faszinierend an der Sinfonie. Also größere Abwechslung kann ich kaum sehen in einer anderen Sinfonie vom Mahler.